Also heute Maro Vorsatzkonen, Gesamtspannstelle oder auch Spannstelle in der Architektur. Gibt es 2 Videos bei uns im Channel. Wen das interessiert, bitte reingucken. Ich will euch jetzt nur kurz die Maro Vorsatzkonen vorstellen und möchte dafür mit euch mal ganz kurz nach Berlin. Und zwar Berlin im Jahr 2010, 2011, nachdem die großen Regierungsgebäude fertig waren, dort ein Regierungsgebäude erweitert worden. Das Abgeordnetenhaus, das Marie-Louise Lüders Haus. Die haben das Gebäude, ja, ich glaube, verdoppelt einfach nochmal. Und das Besondere daran ist aber, das Ursprungsgebäude ist in Sichtbeton. Das heißt, das darauf folgende Gebäude natürlich auch in Sichtbeton und es sollte eben exakt so aussehen. Etwas Besonderes, was mir auf der Baustelle aufgefallen ist, ich war einige Male da, war, wie wahnsinnig intensiv dort Erprobungswände hergestellt worden sind. Also ich habe, glaube ich, auf noch keiner anderen Baustelle gesehen, dass man alle verschiedenen Szenarien und verschiedenen Situationen und Geometrien eines in der Entstehung befindlichen Gebäudes vorab erprobt hat. Man hat sogar Rundungen, also da, wo da später in das Gebäude eine Wand mit einem Radius reinkam, das hat man auch erprobt. Hat immer geguckt, was ist das beste Ergebnis oder was bringt das beste Ergebnis und hat das dann eben später im Gebäude umgesetzt und zum Schluss die Musterwände alle weggerissen. Dann war auf der Baustelle etwas auffällig, etwas weiteres auffällig, nämlich dass überall so ungefähr vom Maß einer Europalette Wandscheiben rumstanden oder Sichtbetonkörper. Und die dienten dazu, dass man verschiedene Rezepturen ausprobiert hat. Also geschaut hat, welche Rezeptur bringt das gewünschte Farbergebnis, die gewünschte Oberfläche, was passt zum Trennmittel und umgekehrt. Also man hat wirklich versucht, alles, was am Markt zu bekommen ist, an Vorsatzkonen dort einzubauen und zu schauen, was funktioniert am besten. Und da hat man dann sich, nachdem das alles abgeschlossen war, für einen Vorsatzkonus entschieden. Und dieser Vorsatzkonus war, genau, unserer, der Maro 221010er. Und das erfüllt mich bis heute mit Stolz. Und da kann ich eben auch sagen, an einer großen, wichtigen, anspruchsvollen Baustelle wurde unter ganz vielen Erprobungen oder mit ganz vielen Erprobungen und mit ganz vielen Wettbewerbsprodukten unserer als der beste für Sichtbeton ausgewählt. Und den 221010er, den möchte ich euch mal eben vorstellen. Also wir haben hier einmal diese Tiefe, das sind 10 mm, das ist also der Aufbau. Dann haben wir 10 mm Dichtschaumring, ist, soweit ich weiß, sind wir der einzige mit so einem dicken Dichtring. Das ist also 10. Ja. Und 22 ist das Loch, also nicht das Loch, sondern eben das Spreizrohrsystem, auf das es eben abgestimmt ist. Und das Ganze ist für einen 15er Ankerstab. Das 22er Kunststoffrohr. So, und das kann man dann eben damit kombinieren. Und hier erklärt sich dann eben auch, wofür dieser zweite Dichtring ist. Wenn ich nämlich dieses Rohr auf der Baustelle mit der Tischkreissäge säge, dann sieht das nämlich so aus. Ja? Und um diese Unebenheiten hier auszugleichen, damit da eben kein Wasser reinläuft, dafür ist dieser Dichtring. Ja? Jetzt habe ich da einen Spalt, ich presse das Ganze zusammen, jetzt habe ich keinen Spalt mehr. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Maro. Und wenn ich diesen Dichtring nicht habe und es läuft Wasser in das Röhrchen rein, dann habe ich zwar hier vorne rund um die Spannstelle habe ich zwar keine Ausblutung, aber ich habe einen dunklen Ring, weil auch hier das Wasser-Zement-Verhältnis sich eben verändert und das ist natürlich nicht gewollt. Dann komme ich zum 225010er und ich darf euch einmal ganz kurz hier die Verpackung zeigen, wer das vielleicht noch nicht gesehen hat. So sind die verpackt. Sieht ganz schön aus hier. Der Hintergrund der Verpackung, das nur am Rande, ist, damit die sich nicht gegenseitig verletzen. Wenn ich die alle in einen Sack reinschmeiße, habe ich das Problem, dass die dann eben hier im Ring oder den Ring abmachen oder den Ring verletzen oder verschieben. Und so sind die super sicher und kommen so auf der Baustelle an, wie sie eben auch sollen. Und auch das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Auch das gibt es eben in der Form nicht, dass die so aufwendig verpackt sind. 5 cm im Vergleich zum 221010er heißt einfach nur 2250er, dass es nicht 1 cm, sondern 5 cm tief ist. Und das bedeutet einfach nur, dass ich hier in das Loch natürlich sehr, sehr viel mehr
verschiedene Kegel einkleben kann. Also ich kann einen Kegel kleben, der hier endet oder mittig endet oder plan endet oder aber auch einen, der freischwebend ist. Dann haben wir noch einen und das ist der 26-10-10er. Der 26-10-10er ist nichts anderes als für ein 20er Ankerstab, sprich ein 26er Röhrchen. Und auch hier passt dann eben der Konus rein. Ups. Gibt es auch die Kunststoffröhrchen von ganz vielen verschiedenen Herstellern. Von Faserzement gibt es ein 26er Röhrchen leider nur noch von einem Hersteller. Wer wissen will, wie dieser Hersteller heißt, der schreibt mir kurz eine E-Mail, dann verrate ich ihm das. Denn die meisten anderen Röhrchen sind 27 und da ist der Einbau nicht so hundertprozentig schön. Da wackelt es manchmal ein bisschen. Deswegen 26er Röhrchen, auch in Faserzement, ist die optimale Kombination. Dann habe ich jetzt hier einen Ring, den vielleicht viele von euch nicht kennen. Das ist ein Neoprendichtring. Und den haben wir mal aus der Taufe gehoben für diesen Stahl-Kunststoff-Konus. Denn der Stahl-Kunststoff-Konus, hier kann man es sehen, der hat auch ganz viel Luft hier drin. Und wenn da das Wasser reinläuft, weil der nicht exakt auf der Schalung anliegt, dann hat man auch eine ziemlich versaute Spannstelle. Und dafür gibt es eben diesen Neoprendichtring, der da eben ganz genau drauf passt. Also, wenn bei euch ein Kunde einen Stahl-Kunststoff-Konus bestellt, könnt ihr ja mal die Frage stellen, machst du Sichtbeton? Willst du mal diesen Dichtring ausprobieren? Vielleicht kommst du zu einem besseren Ergebnis. Diesen Dichtring kann man auch noch für was anderes verwenden, nämlich für diesen komischen Konus hier. Und der stammt aus dem Hause Peri, der ist nämlich für die Maximo. Und weil die Maximo aber in der Schalhaut so eine Vertiefung hat, muss man das überdecken, sonst sieht es nämlich ganz komisch aus. Und deswegen haben die diesen Konus hier gebaut, der ja sehr, ich zeige es nochmal näher, einen sehr großen Durchmesser hat, obwohl er relativ flach ist. So, und der funktioniert aber auch nicht immer so, wie er soll und läuft auch schon mal voll. Und deswegen passt dieser Dichtring hier da auch wunderbar drauf, um den abzudichten. Jetzt noch eine abschließende kleine Ausflug in meine Außendiensterlebnisse. Und da bin ich mal gespannt, ob ihr das kennt, dass ihr auf eine Baustelle kommt und ihr steht einem alt gedienten Polier gegenüber und zeigt dem, das ist dein Vorsatz für Sichtbeton, dein Vorsatzkonus für Sichtbeton. Und dann sagt der altgediente Polier, gib mal her, nimmt den in die Hand und sagt, das ist ja Quatsch, das drückt sich nicht zusammen. Oder er sagt, wenn sich das zusammendrückt, dann dreht das sich zur Seite weg. Da habe ich einen kleinen Trick für euch, wie ihr das dann zu euren Gunsten auslegen könnt. So, Sicherheit geht vor. Ihr braucht also ein kleines Stück Schalhaut, 21 mm Siebdruckplatte, ein 22er Bohrer, damit einmal kurz kleines Löchlein gebohrt. Dann handelsübliche Flex, Ankerstab, und dann könnt ihr euch mit diesen Teilen so eine kleine Mini-Spannstelle zusammenstecken. Und wenn ihr die dann zusammendreht, dann seht ihr auch schon, da brauche ich auch kein schweres Werkzeug, da muss ich auch nicht mit dem Zimmermannshammer auf der Spannstelle rumkloppen. Aber von Hand ist das Ding auf 0 zusammengedreht. Ja, und da ist nichts daneben oder das, weiß ich nicht, kriege ich nicht oder keine Ahnung was. Ja, die ersten 10 von euch, die mir darauf antworten, denen schicke ich sowas. Also, schreibt schnell, die ersten 10 kriegen eine Verkaufshilfe von mir. Haut rein, viel Spaß und viel Erfolg.